Hare Krishna, es steht wieder ein weiterer Ekadashi-Tag vor der Tür und das ist der Amalaki Ekadashi und auch zu diesem wunderschönen Ekadashi gibt es eine sehr nice Geschichte und die werde ich euch jetzt vortragen. König Mandara sagte einst zu Vashishta Muni: O mein Weiser, sei mir bitte gnädig und erzähle mir von einem heiligen Fasten, das mir ewigen Nutzen bringen wird. Vashishta Muni antwortete: O bester König, höre bitte, wenn ich den besten aller Fastentage beschreibe. Amalaki Ekadashi. Wer an diesem Ekadashi treu fastet, erlangt enormen Reichtum, wird frei von den Auswirkungen aller Arten von Sünden und erlangt Befreiung. Das Fasten an diesem Ekadashi ist läuterner als eine Spende von 1000 Kühen an einen reinen Brahmana. Höre mir also bitte aufmerksam zu, wenn ich dir die Geschichte eines Jägers erzähle, der, obwohl er täglich damit beschäftigt war, unschuldige Tiere zu töten, Befreiung erlangte, indem er an Amalaki Ekadashi fastete und wobei er vorgeschriebene Regeln und Vorschriften der Verehrung befolgte. Es gab einmal ein Königreich namens Vaidisha, in dem alle Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas und Shudras gleichermaßen mit vedischem Wissen, großer körperlicher Kraft und feiner Intelligenz ausgestattet waren. O Löwe unter den Königen, das große Königreich war voll von vedischen Klängen, kein einziger Mensch war atheistisch und niemand sündigte. Der Herrscher dieses Königreichs war König Pashabinduka, ein Mitglied der Dynastie von Soma, dem Mond. Er war auch als Chitrarata bekannt und war sehr religiös und wahrheitsliebend. Es wird gesagt, dass König Chitrarata die Kraft von 10.000 Elefanten hatte und dass er sehr wohlhabend war und die 6 Zweige der vedischen Weisheit perfekt kannte. Während der Herrschaft von Maharaj Chitrarata versuchte kein einziger Mensch in seinem Königreich das Dharma, die Pflichten eines anderen zu praktizieren. So sehr waren alle Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas und Shudras mit ihrem eigenen Dharmas beschäftigt. Weder Geizige noch Arme waren im ganzen Land zu sehen. Niemals gab es eine Dürre oder Überschwemmungen. Tatsächlich war das Königreich frei von Krankheiten und jeder erfreute sich guter Gesundheit. Die Menschen brachten der höchsten Persönlichkeit Gottes, Sri Vishnu, liebevollen, hingebungsvollen Dienst dar. Ebenso wie der König, der auch Shiva besonders Dienste erwies. Außerdem fastete er alle 2 Mal im Monat an Ekadashi. Auf diese Weise, o bester aller Könige, lebten die Bürger von Vaidisha viele lange Jahre im großen Glück und Wohlstand. Sie gaben alle Arten von materialistischer Religion auf und widmeten sich ganz dem liebevollen Dienst des höchsten Herrn Hari. Einmal im Monat, Phalguna, Februar, März, kam das heilige Fasten von Amalaki Ekadashi, das mit Dwadashi zusammenfiel. König Chitrarata erkannte, dass dieses besondere Fasten besonders großen Nutzen bringen würde, und so befolgte er und alle Bürger von Vaidisha dieses heilige Ekadashi sehr strikt und hielten sorgfältig alle Regeln und Vorschriften ein. Nachdem er am Fluss gebadet hatte, ging der König und alle seine Untertanen zum Tempel von Sri Vishnu, wo ein Amalaki-Baum wuchs. Zuerst brachte der König und seine führenden Weisen dem Baum mit Wasser gefüllten Töpfe dar, sowie einen schönen Baldachin, Schuhe, Gold, Diamanten, Rubine, Perlen, Saphire und aromatischen Weihrauch dar. Dann verehrten sie Shri Parashuram mit diesem Gebet: O Shri Parashuram, O Sohn von Renuka, O Wohltäter, O Befreier der Welten,
komme bitte unter diesen heiligen Amalaki-Baum und akzeptiere unsere demütigen Ehrerbietung. Dann beteten sie zu dem Amalaki-Baum: O Amalaki, o Nachkomme von Brahma, du kannst alle Arten von sündhaften Reaktionen zerstören. Bitte akzeptiere unsere respektvollen Ehrerbietung und diese bescheidenen Gaben. O Amalaki, du bist tatsächlich die Form von Brahman und du wurdest einst von Sri Ramachandra selbst verehrt. Wer dich umkreist, wird daher sofort von allen Sünden befreit werden. Nachdem sie dieses ausgezeichnete Gebet dargebracht hatten, blieben König Kshitarata und seine Untertanen die ganze Nacht über wach und beteten und verehrten gemäß den Vorschriften den heiligen Ekadashi-Fastentag. Während dieser glücksverheißenden Zeit des Fastens und Betens näherte sich ein sehr unreligiöser Mann der Versammlung, ein Mann, der sich und seine Familie durch das Töten von Tieren ernährte. Von Müdigkeit und Sünde geplagt, sah der Jäger, wie der König und die Bürger von Vaidisha am Amalaki Ekadashi feierten, indem sie die ganze Nacht wach blieben, fasteten und Sri Vishnu in der wunderschönen Waldumgebung verehrten und von vielen Lampen hell erleuchtet waren. Der Jäger versteckte sich in der Nähe und fragte sich, was dieser außergewöhnliche Anblick vor ihm war. Was ist hier los, dachte er. Was er in diesem schönen Wald unter dem heiligen Amalaki-Baum sah, war die Bildgestalt von Sri Damodar, die auf dem Asana eines Wassertopfes verehrt wurde, und er hörte die Geweihten heilige Lieder singen, die Sri Krishnas transzendentale Formen und Taten beschrieben. Trotz seiner selbst verbrachte dieser streng irreligiöse Mörder von unschuldigen Vögeln und Tieren die ganze Nacht in großem Erstaunen, als er die Ekadashi-Feier beobachtete, und er verherrlichte den Herrn durch Zuhören. Bald nach Sonnenaufgang beendete der König und seine königliche Gefolgschaft, einschließlich der Hofgelehrten und aller Bürger, die Befolgung von Ekadashi und kehrten in die Stadt Vaidisha zurück. Der Jäger kehrte in seine Hütte zurück und aß fröhlich seine Mahlzeit. Zu gegebener Zeit starb der Jäger, aber der Verdienst, den er durch das Fasten am Amalaki Ekadashi und das Hören der Verherrlichung der höchsten Persönlichkeit Gottes erlangt hatte, sowie dadurch, dass er gezwungen war, die ganze Nacht wach zu bleiben, berechtigte ihn dazu, als ein großer König wiedergeboren zu werden, ausgestattet mit vielen Wagen, Elefanten, Pferden und Soldaten. Sein Name war Vasudhara, der Sohn von König Vidurata, und er herrschte über das Königreich von Jayanti. König Vasudhara war stark und furchtlos, so strahlend wie die Sonne und so schön wie der Mond. An Stärke war er wie Sri Vishnu selbst und an Gegebenheiten wie die Erde selbst. Sehr wohltätig und wahrheitsliebend brachte König Vasudhara dem höchsten Herrn Sri Vishnu stets liebevollen, hingebungsvollen Dienst dar. Er war sehr, sehr versiert im vedischen Wissen. Immer aktiv in den Staatsgeschäften genoss er es, sich hervorragend um seine Untertanen zu kümmern, als ob sie seine eigenen Kinder wären. Er mochte keinen Stolz in irgendjemanden und würde ihn zerschlagen, wenn er ihn sah. Er brachte viele Arten von Opfer dar und sorgte stets dafür, dass die Bedürftigen in seinem Reich genügend Almosen erhielten. Eines Tages, als er im Dschungel jagte, kam König Vasudhara vom Weg ab und verirrte sich. Er wanderte einige Zeit umher und wurde schließlich müde und schlief unter einem Baum, und er nutzte seine Arme als Kopfkissen. Während er schlief, kamen einige barbarische Stammesangehörige auf ihn zu und erinnerten sich an ihre langjährige Feindschaft gegen den König und begannen untereinander verschiedene Möglichkeiten zu diskutieren, ihn zu töten. Weil er unser Vater, Mutter, Schwager, Enkel, Neffe und Onkel getötet hatte, sind wir gezwungen,
ziellos im Wald umherzuirren, wie so viele Verrückte. So sprechend bereiteten sie sich darauf vor, König Vasudhara mit verschiedenen Waffen zu töten, darunter Speeren, Schwerter, Pfeile und mystische Seile. Aber keine dieser tödlichen Waffen konnte den schlafenden König auch nur berühren, und bald bekamen die unzivilisierten, hundefressenden Stammesangehörigen Angst. Ihre Angst zehrte an ihren Kräften, und schon bald verloren sie das bisschen Intelligenz, das sie besaßen, und wurden von Verwirrung und Schwäche fast bewusstlos. Plötzlich erschien eine wunderschöne Frau aus dem Körper des Königs und erschreckte die Ureinwohner. Geschmückt mit vielen Ornamenten, einem wunderbaren Duft strömte aus ihr, eine exzellente Girlande um den Hals tragend, die Augenbrauen in einer Stimmung grimmigen Zornes zusammengezogen und die feuerroten Augen flammten, sah sie aus wie der personifizierte Tod. Mit ihren flammenden Chakradiskus tötete sie alle die Stammesjäger, die versucht hatten, den schlafenden König zu erschlagen. In diesem Moment erwachte der König, und als er all die toten Stammesangehörigen um sich herum liegen sah, war er erstaunt. Er wunderte sich, das sind alles große Feinde von mir. Wer hat sie gewaltsam erschlagen? Wer ist mein großer Wohltäter? In diesem Augenblick hörte er eine Stimme aus dem Himmel. Du hast gefragt, wer dir geholfen hat. Nun, wer ist diese Person, die alleine jedem helfen kann, der in der Not ist? Es ist kein anderer als Sri Keshava, die höchste Persönlichkeit Gottes, der alle rettet, die ohne selbstsüchtige Motive Schutz bei ihm suchen. Als König Vasudhara diese Worte hörte, wurde er von der Liebe zur Persönlichkeit Gottes Sri Keshava, Sri Krishna, überwältigt. Er kehrte in seine Hauptstadt zurück und regierte dort wie ein zweiter Indra, König des himmlischen Reiches, ohne irgendwelche Hindernisse. Deshalb, o König Mandata, schloss der ehrwürdige Vashishta Muni: Jeder, der diesen heiligen Amalaki Ekadashi befolgt, wird zweifellos das höchste Reich Sri Vishnus erreichen. So groß ist der religiöse Verdienst, der durch die Befolgung dieses heiligen Fastentages erworben wird. So endet die Erzählung über die Herrlichkeiten von Palguna Sukla Ekadashi oder Amalaki Ekadashi aus dem Brahmananda Purana. Genau, und wer an diesem Tag keinen Amalaki-Baum zur Verfügung hat und ihn nicht persönlich verehren kann, so wie hier der König dies tat, kann man die Tulasi-Pflanze verehren. Und an diesem besonderen Tag ist auch in Vrindavan, wird davor und speziell an diesem Tag wird Holi gefeiert. Das Farbenfest, wo man sich mit Farben bewirft und was ja auch ein heiliges Fest ist, was von Krishna selbst kommt. Und an diesem Tag, am Amalaki Ekadashi, ist es für viele Pilgertradition, nach Vrindavan zu reisen, und sie machen alle zusammen von früh bis abends ein Parigram um Sri Vrindavan Dham. Und ihr müsst euch vorstellen, das sind Hunderte, Tausende Pilger, die den ganzen Tag Vrindavan umrunden und bei der Umrundung sich gegenseitig mit Farbe bewerfen. Und das ist ein wunderbares Bild, das zu sehen, und ich durfte es schon mal sehen. Das ist einfach ein totales Erlebnis, und so viele Pilger bei einem Parigram um Vrindavan habe ich noch nie gesehen, außer an diesem Tag. Amalaki Ekadashi Ki Jai. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fasten. Hare Krishna.